Vanlife, das ist doch die große Freiheit. Ein Leben im Paradies. Am Strand den Sonnenuntergang genießen und morgens vom Vogelgezwitscher geweckt werden. Immer draußen in der Natur. Stopp! Also ganz so ist es nicht. Man wacht morgens auch oft hier oder sogar hier auf. Die letzte Woche war ja für uns sehr belastend. Bisher ging es immer schnell an den Grenzen zwischen Argentinien und Chile, aber diesmal war es das komplette Kontrastprogramm. Erst warten wir stundenlang in der Schlange vor dem Grenzübergang nach Chile, um dann auch noch beschuldigt zu werden, unerlaubte Substanzen ins Land zu schmuggeln. Kurzum, nach mehr als 10 Stunden Stress waren wir froh, als wir endlich hier angekommen sind. Wir sind in San Felipe de los Andes, bei Mario und seiner Familie. Es fühlt sich fast wie zu Hause an. Ein schönes Gefühl. Ja, angekommen, endlich. Es ist ja jetzt schon 2 Tage später, wir haben auch erstmal eine mega Pause gebraucht. Nach der Tortur durch die Anden, das ist ja alles, wo wir waren, 3700 Meter hoch. Und man fährt ja da, wenn man über den Pass fährt, hoch, ohne sich vorher zu akklimatisieren. Und normal fährt man rauf und dann fährt man wieder runter und dann ist gut. Aber das waren eben 7 Stunden, 7 Stunden, das ist unglaublich. Ja? Also, und wir waren ganz schön fertig. Also die Hunde waren fertig, wir waren fertig. Und dann noch diese Kontrolle. Also naja, egal. Wir sind hier angekommen bei Mario Silva. Mario Silva, wer uns verfolgt, kennt ihn schon. Das ist der T3-Guru in Südamerika. Bevor wir in die Anden wollen, Jetzt zerfällt hier die Kulisse. Nee, bevor wir in die Anden wollen, wollten wir noch neue Reifen kaufen. Die kriege ich nur in Chile, die konnte ich in Argentinien nicht kaufen. Deswegen haben wir jetzt hier 2 neue, dass die abgefahrenen Reifen wegkommen. Und wir müssen unsere Handbremse ja regeln. Wir haben ja, seitdem wir die Handbremse haben regeln lassen, was ja so unglaublich gut geklappt hat, nämlich gar nicht, haben wir über gar keine Bremswirkung mehr, also gar null. Also wenn ich das Ding anziehe, ich kann mit angezogener Handbremse fahren, die wird nicht mal heiß. Das heißt also, da ist gar keine Bremswirkung. Und uns ist aufgefallen, da ist der Bremszylinder falsch. Also die haben uns einfach einen falschen Bremszylinder eingebaut. Der ist zu kurz, deswegen drückt er das nicht weit genug auseinander und deswegen funktioniert es nicht. Jetzt habe ich neue Bremszylinder bekommen, eben auch von Mario. Die baue ich jetzt ein. Dann lassen wir die Räder machen, dann checken wir den Rest. Ja, und dann geht's weiter. Auf geht's. So, ich habe das Ding jetzt offen. Ehrlich gesagt, zu kurz ist der Bremszylinder nicht. Also, weil meiner, den ich hier habe von ATE, ich habe also noch einen zum Glück mitgebracht, original, der ist nicht zu kurz. Das ist nicht das Problem. Aber mir ist was anderes aufgefallen. Der automatische Nachsteller hier, der sitzt absolut an der falschen Stelle. Der ist nach oben verrutscht und dann habe ich auch gesehen, sitzt der wahrscheinlich falsch drin. Man muss den automatischen Nachsteller einmal drehen und dann bleibt er auch an seiner Position. Und dann sollte das wahrscheinlich auch klappen, weil er dann die Bremse in eine ganz andere Position rückt, als sie jetzt ist. Das heißt, ich nehme das Ding jetzt mal auseinander und packe den automatischen Nachsteller dahin, wo er hingehört. Vielleicht klappt's ja. So eine Bremse ist ja im Grunde genommen nichts groß Kompliziertes. Also eine Trommelbremse, das gibt es ja nur seit 70 Jahren und ist auch immer irgendwie gleich geblieben. Trotz alledem sollte man immer Fotos machen oder eben ein Vergleichsobjekt hier haben. Und da ich hier noch eine komplett aufgebaute Bremse liegen habe, kann ich mich daran wunderbar orientieren, wie ich das Ding am Ende wieder zusammenbaue. Nicht, dass eine Feder an der falschen Stelle sitzt, der automatische Nachsteller wie jetzt an der falschen Stelle sitzt. Das sind alles Sachen, die sollte man natürlich beachten. Und dementsprechend nehme ich das Ding jetzt ganz langsam auseinander und baue es dann danach halt hoffentlich genauso wieder zusammen. So, jetzt hier, guck mal, jetzt sitzt der ganz anders als vorher. Der saß nämlich vorher so schräg hier oben an der Ecke und jetzt sitzt er viel weiter unten. Das heißt, der drückt die Bremse viel weiter auseinander, als er es vorher gemacht hat, der automatische Nachsteller. Und dadurch kommt auch die Handbremse weiter unten an. Jetzt ziehe ich das mal alles an und hoffe, dass es dann klappt und vielleicht war das schon das Problem. Ja, das wäre natürlich geil. Cool, das Problem haben wir wahrscheinlich gelöst. Also es war wirklich der automatische Nachsteller, der falsch rum drin lag und deswegen an die falsche Stelle gerutscht ist und dementsprechend gar nicht genug Druck aufgebaut hat, damit die Handbremse unten genug zieht. Jetzt habe ich es eingestellt, jetzt blockiert die auch, also so richtig zum ersten Mal. Bin auch mal gespannt, wie das funktioniert, wenn das Auto auf dem Boden steht, weil 3 Tonnen sind natürlich ein anderes Gewicht, als wenn ich da dran rumdrehe. Aber es sieht aus, als ob ich es hingekriegt habe. Geil.
Beim Overlanding unterm Auto zu arbeiten ist immer eine komplette Sauerei, weil wir fahren ja hier nur staubige Straßen, wenig Asphalt. Dementsprechend ist alles halt nicht nur voller Öl, sondern voller Ölschlamm. So. Und ich habe jetzt alles sauber gemacht, habe ein paar Sachen gefunden. Auch an der Standheizung ist unser ganzer Schlauch vollgelaufen gewesen, also die Wärmeisolierung von der Standheizung. Und natürlich, wenn das voller Öl ist, ist es ein Fiasko. Also ob es jetzt sich entzündet, weiß ich nicht, aber es wird ordentlich nach Öldampf stinken und wir schlafen da drüber. Also ganz kacke ausgewechselt. Und dann gucke ich nach rechts und sehe, dass unser Stoßdämpfer hier, wir haben ja diese Luftstoßdämpfer verbaut und wenn mich einer fragt, ob ich damit zufrieden bin, nein. Von der Höhe her ist das geil, auch von der Härte her ist alles toll, das gefällt uns ganz gut. Aber das ist jetzt schon der zweite und wir sind, na gut, ich meine, 50.000 Kilometer und schreckliche Straßen. Vielleicht kann man ja auch sagen, wir akzeptieren es. Aber hier ist einfach das Material kaputt gegangen. Komplett. Könnt ihr das sehen? Das ist komplett voller Risse. So, und da läuft uns jetzt eben das Hydrauliköl aus. Und deswegen, wir haben zum Glück noch einen dabei, den wechsle ich jetzt gleich. Dann können wir weiterfahren. Aber das ist schon krass. Also das Ding ist komplett im Arsch. Weg damit. Puh, fertig für heute. Guckt euch das mal an. Das ist die Isolation von unserer Standheizung. Und da ist durch den Intercooler, wo wir das Problem mit dem Motor hatten, die ganze Zeit das Öl reingelaufen. Und wir haben den nicht benutzt jetzt im Sommer. Und jetzt hat sich diese gesamte, dieser gesamte Brandschutz hier voll gesaugt wie so ein Schwamm mit Öl. Wiegt auch total viel, das Ding. Das heißt aber, das ist super gefährlich, wenn wir das Ding anzünden oder anschalten, die Standheizung, dann wird das Rohr ja total heiß. Und dann möchte ich da oben drüber echt nicht liegen mit den Öldämpfen. Also das ist Kacke. Machen wir neu. So, den Rest haben wir auch erledigt. Stoßdämpfer ist neu, morgen kommen die Räder noch neu. Aber für heute ist erstmal Schluss. Tschüss. Am nächsten Tag, bevor wir wieder am Auto arbeiten, will uns Mario etwas zeigen. Einen traditionellen Ort in San Felipe, den es seit über 100 Jahren gibt. Wir sind jetzt mit Mario zu was total Klassischem gefahren. Und zwar machen die hier so richtig, wie soll man sagen, wie schon seit 100 Jahren Brot im Steinofen. Und das soll richtig, richtig lecker sein. Und da freue ich mich drauf, das zu probieren. Hola, buen día. Buenos días. Buen día. Hola. ¿Puedo? Gracias. Sí, no le he echado en esa cámara. Ah, qué lindo. Ahí, bueno. Ahí, venga. Ah, Bien, gracias a Dios, con el calor. qué bueno. Ja, total cool. Und das wird jeden Morgen frisch zubereitet und die machen nur Frühstück. Also es gibt hier kein anderes Essen oder auch nichts anderes als Brot, sondern es gibt nur frisches Brot aus dem Steinofen und dann eben mit Honig oder mit Butter. Total lecker, da freuen wir uns drauf. Qué lindo. Sí. Porque después viene agua. Esto es puro. Ah, es puro, entonces pongo. Ah, ¿Puedes mostrarle ahí? Mira, es el té que está puro. ah okay, perfekt. Después tú mezclas agua y queda un poco más. Ah, okay, das ist von der Agua. Ganz schön heiß. ¿Tiene un nombre particular este desayuno? No. Antiguamente era así. Antes que las panaderías aparecieran, se molía el trigo en la hacienda, en los campos, y la gente hacía usaba grasa animal para darle sabor. Richtig lecker, total der Hammer. Also sowas gibt es in Deutschland schon bestimmt schon seit 30 Jahren, nicht mehr oder noch länger. Die machen nur diese weißen Brote, also diese in der Größe. Und die kommen dann warm auf den Tisch und dazu gibt es ein Stück Butter und Tee oder Kaffee, wie man mag. Das war's, mehr gibt's hier nicht.
Aber das Brot mit der frisch aus dem Ofen, mit der Butter, das ist so einzigartig lecker, dass man, also wirklich, man hat daran Lust, sich satt zu fressen. Und wann habt ihr denn das letzte Mal in Deutschland so leckeres, knackiges, frisches Brot gehabt, dass man einfach nur Butter drauf macht und sagt, das war's, das ist das Paradies, mehr brauche ich nicht. Und das war heute echt eine geile Erfahrung. Auf jeden Fall danke, Mario. Ahí va la cáscara. La cáscara de nuez. Ah, ok. ¿Sí? Y de aquel lado se echa el pan y de aquel lado un poquito de grasita para que no se escape el calor por aquel lado. Entonces principalmente es hecho de cáscara de nuez. Sí, con eso se calienta y con eso se cocina el pan. Y esta es la agua para el siguiente. Para la próxima ronda. Exactamente, exactamente. Qué Sí. bueno. No, En el año 1878, 140 años, 150 años. Qué tradición. Y la misma fórmula, la misma receta, siempre. No la hemos variado en nada. Lo único que ella, la diferencia que tenía es que ella sembraba su propio trigo. Ella lo sembraba. Lo mandaba al molino a que se lo procesaran y le entregaban la harina después. Ahora nosotros no tenemos esa posibilidad. Wir gehen auf die Zielgeraden. Räder sind getauscht, Bremsen sind gemacht, funktioniert. Ich habe es echt hingekriegt und es war einfach nur falsch zusammengebaut. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Bremse. Ich habe in demselben Laden mein Getriebe machen lassen. Oh, ich will gar nicht drüber nachdenken. Egal. Auf jeden Fall läuft es jetzt. Jetzt bremst es. Einfach mal geguckt, wie es funktioniert, sich ein Buch angeguckt, beziehungsweise eine Vergleichsbremse und dann kriegt man das auch hin. So. Und heute gibt's noch eine tricky Geschichte, die wir machen müssen. Wir haben eine Standheizung und aus dieser Standheizung kommt der Abgasschlauch raus. Und oben drüber ist unser Intercooler, das heißt, da hat, als der Motorschaden war, die ganze Zeit Öl reingetropft. Und die gesamte Wärmeisolierung des Abgasschlauchs hat sich sozusagen mit Öl vollgesetzt. Ist natürlich super gefährlich, wenn das Ding jetzt schweineheiß wird, sind wir entweder im besten Fall oben drüber in diesen Öldämpfen und im schlechtesten Fall entzünden die sich und dann brennt das Ding wie eine Fackel, weil das ist ja wie eine Kerze, ist ja wie ein Docht. Ja. So, also ich das ganze Ding rausgeschnitten, was jetzt voller Öl ist. Ja, und das sieht so aus. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das ist auf der einen Seite Alu, auf der anderen Seite so ein Material, was nicht brennen kann. Also in dem Fall hier ist das irgend so eine Textilpappe, keine Ahnung, aber die ist halt nicht brennbar oder schwer entflammbar. Und das andere Stück, was ich habe, das war Steinwolle umwickelt mit Textil. Das gibt's hier alles nicht. Also ich kann hier so vom Bau diese gelbe Steinwolle kaufen, mir die selber zerreißen und dann unterm Auto mit der Glaswolle 1 Zentimeter über meinem Auge da rumfusseln. Halte ich für kontraproduktiv. Das ist so ein Igelauge mit lauter Glassplittern drin. Das wollen wir nicht. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, die Sachen, die noch gehen, also das Stück hier, da ist gerade so ein bisschen Öl dran. Ich weiß nicht, sieht man das hier ein bisschen? Und das müssen wir natürlich erneuern. Also das Teil hier, das geht noch, das ist nicht so schlimm. Den anderen Teil, der ist total zerfallen, die Steinwolle. Also da habe ich jetzt nur noch hier so Einzelstücken sozusagen, hier so eine Wollstücken. Aber da es das alles hier nicht gibt und ich hier nicht das richtige Material finde dafür, werde ich mir das jetzt wieder zusammenbasteln irgendwie und aus diesen Stücken das um dieses Rohr wieder rumwickeln mit Aluminiumband und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Hauptsache, da ist eine Wärmeisolierung drum, weil oben drüber läuft ein Kabelkanal und der darf natürlich nicht heiß werden, das ist wichtig. So, das ist jetzt der letzte Schritt und dann sind wir auch eigentlich fertig, dann kann es weitergehen. Aber heute muss ich mich noch mal richtig schön dreckig machen. Aber wir haben es doch nett hier, oder? Lauter Busse drumherum, Alessandra ist hier am Arbeiten, wir sind überdacht, wir stehen durchgehend im Schatten, die Hunde haben einen Garten, wo sie rumrennen können. Was wollen wir mehr? Also, hier lässt sich schrauben. Ja, willkommen meine Lieben in meiner Welt. Ich habe es ja heute ausnahmsweise sogar mal ein bisschen hochgebockt, das Auto. Normal liege ich hier ja drunter, ohne das hochzubocken. Aber heute haben wir so ein Sicherheitsding hier, so ein Dreifuß und dann geht es. Weil normal mit unserem Wagenheber würde ich das nicht machen, wenn der umfällt, dann bist du hier drunter platt. So, also hier seht ihr auch schon meine super geile Konstruktion. Und zwar mit dem Aluband, was ja selbstklebend ist. Da lege ich immer die Glasfaser drauf und dann ziehe ich die langsam wieder um das Rohr drum. Und dann haben wir eine neue Isolation und dann kommt das Textil wieder drum mit ein bisschen Draht und dann sollte das wieder halten. Dann brauche ich gar nichts Neues kaufen. Ist echtes Gefissel, eine echte Scheißarbeit, aber hat seinen Sinn, funktioniert, isoliert und macht genau das, was es soll.
de beber licor aqui. Algo especial. A ver. Wir sind sehr glücklich, dass wir diesmal etwas mehr Zeit haben. So kann uns Mario die Spezialitäten und Traditionen von San Felipe zeigen. Buenas tardes. Buenas tardes. Hier gibt es einen ganz speziellen Likör und einen Weinlikör soll es sein, der anders hergestellt wird als alle anderen. Den müssen wir natürlich probieren. Ihr wisst ja, da kommen wir nicht dran vorbei. Zuerst dürfen wir probieren, bevor wir dann eine Flasche kaufen. Salud, gracias. Salut. Salud. Salut. Producto chileno. Chicha. Una viña de tradición. Sehr lecker, sehr, sehr lecker. Also das ist so wie ein süßer Wein, also so ein bisschen so, wie man so wie so ein Pflaumenwein, wie man so im China-Restaurant kriegt. Also aber total gut und selbstgemacht und frisch und total cool, schön kalt. Und davon trinkt man dann gleich eine ganze Flasche. Hat aber auch nur 11,5%. Es ist also nichts, ne? Nicht übertrieben. Prost, meine Lieben. Salut. Salud. Salut aufs Leben. So, weiter geht's. Wir werden jetzt noch was richtig Geiles machen. Das hat sich irgendwie gerade in den letzten Tagen rausgestellt. Wir hatten ja schon mal mit unseren Kühlschrankproblemen darüber nachgedacht, auf Kompressorkühlschrank umzustellen, weil eigentlich auch die bessere Lösung, also bis jetzt ging es in Patagonien mit dem Absorber, aber da, wo wir jetzt hinfahren, ab Bolivien, Peru, Ecuador, Kolumbien, wird es halt sehr, sehr warm. Und deswegen ist Kompressor eigentlich die einzige Lösung, weil der Absorber halt ab, sagen wir mal, 30, 35 Grad Außentemperatur nicht mehr die Kühlleistung bringt, die wir brauchen, um da drin zum Beispiel Wurst und Fleisch zu lagern. So. Und jetzt haben wir in Chile, natürlich wieder mal von Mario, ein mega Angebot bekommen. Und zwar gibt es von Alpicool einen Kühlschrank, der genau reinpasst. Der ist gerade mal 1 Zentimeter höher als unser anderer. Und wir haben hier noch 1 Zentimeter Platz, den ich wegsäbeln kann. Und das ist ein Kompressor und ist aber ein Standkompressor mit Tür, ganz normal, so wie unser Kühlschrank vorher. Und der kommt jetzt hier rein. Und der Vorteil, der ist ja nicht nur das, sondern wir haben noch eine andere Geschichte, die wir unbedingt machen müssen. Kommt mal mit hier, ich zeige euch das mal. Und zwar, seht ihr, wir haben ja diese Öffnungen hier. Ne? Also die haben wir hier und die haben wir auch hier. Und diese Öffnung diente für den Absorberkühlschrank zur Abluft. Aber wenn wir jetzt auf Kompressor gehen, dann brauchen wir die Luftschlitze nicht mehr. Und die Luftschlitze sind ja auch die schlimmste Wärmebrücke, die wir im Auto haben. Also sprich, die kalte Luft bläst da ja richtig rein. Das merkt man auch, wenn man hier auf der Seite schläft und der Wind da drauf steht. Dann zieht es aus dem Schrank richtig raus. Und das ist natürlich eine Scheißsituation bei minus 17 Grad. Deswegen kommt uns das alles ganz entgegen. Und wir machen das jetzt noch schnell, bevor wir abfahren. Der Kühlschrank steht schon hier, den kann ich einfach einbauen. Der war einfach hier. Ne? Und ich dichte jetzt mal die Löcher ab als nächstes und danach bauen wir den Kühlschrank ein und danach haben wir umgestellt auf Kompressor 12 Volt mit einer Lithium-Ionen-Batterie und haben unseren Sprung geschafft, einfach ja, von dieser alten Technik wegzukommen. So, ich habe hinten so einen alten Luftfilter reingestopft, ja, dass wir da keinen Staub mehr reinkriegen und trotzdem noch so ein bisschen Lüftung haben oder so, wie soll ich sagen, also so ein bisschen, naja, also so ein bisschen Zirkulation. Und damit das Ding nicht zerfällt, weil es so ein Papierteil ist, kommt jetzt davor das Gitter. Und das mache ich einfach mit Kabelbindern durch das Ding draußen fest und das war's, dann ist das Ding schon erledigt. Erstes Loch ist zu und das zweite Loch, das machen wir einfach. Er hat zum Glück Alubutyl hier, also das mit dem Teer hinten dran, dieses Aluminiumzeug und das kleben wir da rein in 2 Schichten und dann ist das Loch zu, dann ist gut, das brauchen wir nicht mehr. So, oben ist zu, da kommt kein Staub mehr rein. Und jetzt machen wir unten noch sauber und dann kommt dort das Alubutyl rein. So, das passt ja auch schon ganz gut rein, hier noch ein Stück weg. Und dann können wir das da schön reinkleben. Dann mache ich noch eine zweite Schicht drüber und dann war's das. Mehr machen wir gar nicht. Auf mehr habe ich nämlich keine Lust. So, okay. Jetzt. Dentro. So, perfekto. Ja, ciao. Ciao Nevera. Ciao Kühlschrank. Ciao, ciao. War gut. Na, hat er gut gemacht, ne?
Però va nuovo dueño, entonces sigue funcionando. Und hier ist jetzt unser richtig geiler neuer Kühlschrank. Man beachte, unten das Fach für normale Sachen und hier oben haben wir ein richtig geiles Tiefkühlfach mit minus 18 Grad. Das ist richtig dick. So, na, da sind wir glücklich. Time Warp, 5 Tage später. Wir wollen euch auch noch ein Fazit geben, ob wir zufrieden sind mit dem Kühlschrank. Das wissen wir ja nicht, wenn wir den einbauen. Deswegen, wir sind jetzt 5 Tage unterwegs und haben den seit 5 Tagen in der Dauerbenutzung und müssen sagen, das ist richtig, richtig, richtig geil. Also fangen wir trotz alledem mal mit den Nachteilen an. Also, Nachteil Nummer 1 ist der Sound. Also ein Absorber macht einfach überhaupt keine Geräusche. Also vielleicht ab und zu mal so Google, wenn da Flüssigkeit so zurückläuft. Aber normal hört man den nicht. Also wir haben unseren Kühlschrank eigentlich nie gehört. Jetzt, durch den Kompressor, hört man den schon, wenn der angeht. Also wenn der angeht, fängt er halt an zu brummen und macht dann halt sein Kompressionsgeräusch. Da haben wir entdeckt, dass es sinnvoll ist, zumindest mal in der Einschlafphase oder also dann, wenn es wirklich schwierig ist, das Ding einfach auszuschalten. Der hält die Temperatur auch bis morgens, gerade in der Nacht ist es ja nicht warm, überhaupt kein Problem, dann geht das. Zweiter Nachteil, der hört sich erstmal lächerlich an, aber der ist unglaublich, warum das nicht zu programmieren geht. Das Licht von der Anzeige hier, das ist echt, das ist der Megaknaller. Da steht einfach nur minus 14 oder minus 8 Grad, wie auch immer. Und das ist in der Nacht aber so hell, dass der gesamte Raum beleuchtet ist. Also wenn man sich umdreht, merkt man das mit geschlossenen Augen. Das heißt, das ist schon wirklich sehr, sehr hell. Und wir haben als einzige Technik jetzt gefunden, hier oben drüber mit rotem Klebeband zu kleben. Dann ist es viel, viel schwächer, dann ist es rotes Licht, damit kommen wir auch klar. Aber das ist echt ein Fehler von Alpicool. Das lässt sich nicht umprogrammieren. Weder in der App noch am Kühlschrank. Also man kann nicht sagen, weniger Licht. Und dementsprechend ist das ein Nachteil. So, und jetzt kommen wir mal zu den Vorteilen. Wir haben seitdem ein Tiefkühlfach. Wir haben echt ein Tiefkühlfach. Ich zeige euch das mal. So, guckt mal hier. Es ist echt nicht zu fassen. Tiefgefrorenes Fleisch. Wir haben echt Fleisch im Kühlschrank, was minus 18 Grad hat oder jetzt gerade minus 14. Und das hält sich für uns und für die Hunde. Und wir haben endlich die Möglichkeit, mal lange unterwegs zu sein, ohne uns Gedanken zu machen. Wilma, na, hast du das Fleisch gerochen hier? Hm? Hast du das Fleisch gerochen? Gibt's jetzt aber nicht, gibt's später. So, das ist das eine. Das andere ist, mal wieder rein hier. So. Das ist das eine. Aber das andere, und das ist, was machst du denn hier, Wulli? Das andere ist, dass wir einfach einen viel größeren Kühlschrank haben. Also die andere Fläche, also mit dem Schubfach unten, was in dem Ding hier drin ist, das bietet einfach viel, viel mehr Platz. Also man kann übereinander stapeln, das fällt halt nicht raus. Auch unten ist es viel kälter und hält stabil die Temperatur. Wir können seitdem einfach mal über jetzt 5 Tage Kochschinken mitnehmen. Das war vorher über maximal 2 Tage möglich. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil. So, und der letzte große Vorteil ist, Absorberkühlschränke, nein, nicht süßer, verbrauchen viel mehr Strom. Unser letzter Kühlschrank hat 130 Watt verbraucht. 130 Watt, das ist bei der Batterie, wir haben eine 100 Ampere-Stunden Batterie, dann ist das Ding nach 6-7 Stunden tot, ja, wenn wir nichts anderes nutzen. Jetzt können wir, das Ding braucht nur 35 Watt. Wir sind, also wenn die Batterie voll ist, stand da 36 Stunden. Das heißt, der könnte im Vollbetrieb 36 Stunden laufen. Tut er ja gar nicht, weil der immer wieder, wenn der seine Temperatur erreicht, auch noch ausgeht. Das heißt also, der ist nur 50% der Zeit an. Wir können den also ohne Probleme 3 Tage lang im Auto, ohne dass wir die Batterien aufladen, laufen lassen und haben immer noch frisches Zeug und kaltes Bier. Das ist der Mega-Knaller. So, und jetzt noch ein letzter Punkt, den hatte ich fast vergessen. Gas. Wir haben ja seitdem die Gasflasche rausgeschmissen, wir brauchen sie nicht mehr, also das war ja nur für den Kühlschrank da. Wir haben A, viel mehr Platz und B, war ja Gas auch immer so ein Ding. Wir haben unseren ganzen Besitz hier im Auto, das heißt also, wir haben diesen Gaskühlschrank laufen lassen mit einer Gasflamme, die im Auto brennt, vielleicht sogar mit den Hunden drin und wir gehen halt irgendwo hin. Also wenn alles hier drin ist, unser ganzer Scheiß, unser ganzes Equipment, alles was wir machen derzeit, dann finde ich eine brennende Gasflamme irgendwie im Auto schon ziemlich grenzwertig. Also das hat uns nie gefallen. Wir haben immer darüber nachgedacht. Wir haben immer gedacht, naja, das ist also nicht so richtig gut. Also deswegen,
Es gibt sau viele Vorteile von dem Ding. Die 2 Nachteile, wie gesagt, das Licht und der Sound, die kann man vernachlässigen. Der Rest ist cool. Alpicool, wir kriegen dafür auch nichts. Wir haben jetzt gerade eben mal gegoogelt. Findet ihr, falls ihr darauf Bock habt, in Deutschland für 399 €. Wir haben gekauft für 529 € hier in Chile, aber für 399 kriegt ihr den in Deutschland. Alpicool, Kompressorkühlschrank, 60 Liter. Einfach eingeben, das ist so ein schwarzes Ding und dann findet ihr den auch. By the way, das ist keine Werbung. Genau, es ist keine Werbung, wir kriegen nichts von denen. Wir finden das Ding einfach cool. Mario hat uns den empfohlen und ich muss wirklich sagen, gerade für T3-Fahrer ist es genau die richtige Größe. 62er Höhe, 47er Breite, das passt also genau dort rein, wo unser anderer Kühlschrank auch vorher drin war. Und wenn ihr umsteigen wollt auf Kompressor, dann ist es einfach die beste Lösung und nicht so eine blöde Truhe, die nur von oben aufgeht. Die sind ja toll, die Truhen, aber die haben keinen Platz und alles kommt nur von oben rein. Man muss nach unten immer kramen und da liegt dann die schimmlige Wurst, weil man da nie hingekommen ist. Nee, das finden wir doof und so finden wir das besser. Genau, das war das Fazit zu dem Kühlschrank. Und das war's auch mit dem Video. Also nochmal danke an alle, die uns bei PayPal unterstützen. Das ist super lieb von euch. Das tut uns richtig gut im Herzen und macht Spaß, seine Arbeit so honoriert zu kriegen. Allen anderen danken wir natürlich auch fürs Zuschauen, fürs Folgen. Wer uns noch nicht folgt, folgt uns jetzt. Und das war's für heute. Wir wünschen euch alles Liebe. Bis dann. Schöne Zeit. Tschüss.